Hey Freunde des Klemmbausteins, ich begrüße euch zum 5. Update der Microscale Brickworld. Ja, wie ihr sehen könnt, die Plates und Fliesen für unser Wasser liegen schon bereit. Eigentlich wollte ich ja schon beim letzten Update das Wasser gebaut haben. Da hatte ich dann aber nochmal eine andere Idee bekommen, was die Optik des Wassers angeht, musste dann noch ein bisschen was nachordern. Aber dafür haben wir ja letztes Mal hier das Haus auf der linken Seite gebaut, unser zweites Microscale Haus. Und jetzt können wir aber dann endlich mit dem Wasser starten, die Kanäle bauen. Und ich werde euch dann natürlich mitnehmen und immer wieder zeigen, wo die Kanäle lang fließen, aber auch vor allem, wie ich die Optik, die Farbgestaltung des Wassers erziele. Also wie ich genau diesen Farbton hinkriege, den ich haben möchte. Und ich würde sagen, ich fange jetzt mal sofort an. So, die unterste Ebene unseres Wassers habe ich fertiggestellt. Das hat dann doch ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht hätte. Da bin ich dann irgendwie zu perfektionistisch, habe dann nochmal ausgetauscht, habe nochmal hin und her überlegt und bin dann jetzt bei dem Endresultat gelandet. Genau, ganz hinten könnt ihr sehen und hier vorne rechts, da sind mir die Plates in Bright Green ausgegangen und da hinten genau. Die habe ich aber schon nachgeordert. Wenn die noch ankommen, bevor ich das Update hochlade, dann baue ich die auf jeden Fall noch ein. Ja, Farbtöne, da habe ich mich für Bright Green, wie gesagt, entschieden und für Lime. Das ist dieser helle grüne Farbton. Und die Steine, beziehungsweise diese Flecken, die ihr da sehen könnt, immer mal wieder zwischendurch. Hier zeige ich das gerade mit meinem verlängerten Arm. Da habe ich mich für Dark Tan entschieden. Ich habe mit den Farben hin und her getestet. Ich habe, glaube ich, alle Farben mal ausprobiert und da drauf dann auch die anderen Schichten gelegt, um zu gucken, wann erreiche ich diesen Farbton, den ich unbedingt haben möchte. Ja, und das ist genau mit diesen beiden Farben und die beiden Farben, die als nächstes folgen werden. Da haben wir einmal hier vorne die Trans Clear Plates und dann die Trans Light Blue Plates, genau. Und die kommen jetzt gleich nochmal darauf, um dann nochmal das Wasser nochmal ein bisschen anders wirken zu lassen und auch nochmal eine Tiefe somit zu erzeugen. Weil wenn wir jetzt die Fliesen direkt da oben drauf legen würden, hätten wir als erstes nicht den Farbton, den ich haben möchte, und wir hätten auch nicht diese Tiefenwirkung, die wir mit diesen Plates erzeugen können. Aber seid da mal gespannt. So, ich zeige euch mal kurz die Kanäle, wo die überall lang fließen, beziehungsweise man kann das eigentlich schon ganz gut erkennen. Hier, hier ist der Hauptkanal, da habe ich mich für eine 12er Noppenbreite entschieden. Vom Hauptkanal gehen dann natürlich mehrere Kanäle ab. Einmal hier einer mit 4 Noppen, dann nochmal einer mit 4 und hier hinterm Haus, der hat 5 Noppen. Ja, da könnt ihr auch schon sehen, da habe ich hinten die Bootsgarage, musste ich auseinanderrupfen, weil ich sonst nicht die Plates für das Wasser in unsere Bootsgarage legen kann. Da sind mir, was ganz seltsam ist, jetzt habe ich hier 2 Plates in 10 und ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Muss ich mal schauen, ob die mir da irgendwo innen rausgebrochen sind, aber das Haus ist weiter stabil. Es sieht alles noch wie vorher aus. Keine Ahnung, wo da was fehlt. Ja, hier könnt ihr den Kanal sehen, wo mir halt diese Plates ausgegangen sind. Dann habe ich da noch einen Verbindungskanal, den ich sehr wahrscheinlich machen möchte. Da bin ich aber mit der Breite auch noch nicht sicher, wie breit der wird. Dann könnt ihr hier an manchen Stellen sehen, da stehen diese Bright Green Plates raus, also über den Rand hinweg. Hat im Endeffekt damit zu tun, dass man diese Bright Green Plates in einer Noppenbreite ganz, ganz schwer kriegt. Also das so gut wie gar nicht ranzukommen. Darum musste ich das so machen, aber das ist ja nicht weiter schlimm, weil wir ja später am Rand immer ein Haus stellen werden oder ja, eine Art Bürgersteig, Gehweg oder sowas machen werden. Das wird uns nicht weiter stören. Ja, als nächstes, wie gesagt, setze ich jetzt diese Trans Clear Plates da drauf und nehme euch da natürlich auch wieder mit. Also seid gespannt und bleibt mal dran. So, bevor ich das Ganze jetzt hier noch weiter baue, wollte ich mal eine kurze Pause einlegen, um euch mal zu zeigen, was ich schon geschafft habe und wie das vor allem jetzt aussieht. Ja, der türkisene Farbton ist für mich im Original schon ganz gut zu erkennen. Der wird natürlich durch die Fliesen, die nachher noch drauf kommen, nochmal besser. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera auch so gut rüberkommt. Das kommt immer ein bisschen auf den Winkel an. Hängt natürlich auch mit der Beleuchtung zusammen. Die ganzen Farbnuancen kann man schon ganz gut erkennen, denke ich. Da sind auch direkt ein paar Sachen, die mir auffallen, wo ich nochmal ran muss. Einmal hier, das ist mir irgendwie ein bisschen zu dunkel an der Stelle. Dann habe ich hier eine Sache, wo ich es ein bisschen dunkler machen möchte. Genau.
Mit der Bootsgarage, ach so, hier zu den Plates, die Bright Green Plates sind angekommen und auch noch ein paar Trans Light Blue Plates. Die Trans Clear Plates, die werden, glaube ich, nicht ausreichen, aber ich werde trotzdem einen großen Teil, glaube ich, des Wassers unserer Kanalstadt hier fertigstellen. Und das andere bauen wir dann, wie gesagt, nach und nach. Ja, mit der Bootsgarage, das war ganz schön spannend. Da hatte ich ja schon einiges rausgerupft hinten, um die grünen Plates reinzulegen. Ja, und jetzt blende ich euch mal ein Foto ein. Ja, ich musste das komplette Haus nochmal abnehmen, weil ich sonst diese zweite Schicht an Transclear Plates da oben nicht mehr drauf gekriegt hätte. Und erst recht nicht die Ebene mit den Fliesen. Ich wäre nicht mehr in die Ecken reingekommen, also musste ich einmal das Haus abnehmen. Das war soweit kein Problem. Das hat ganz gut geklappt. Diese 10 Plates, die ich euch eben schon gezeigt hatte, keine Ahnung, wer die hergezaubert hat. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich habe nicht rausgefunden, wo die weggebrochen sind. Das Haus ist stabil. Alles soweit in Ordnung. Kein Plan. Dann kann man hier vorne schon ganz gut am Haus erkennen, jetzt wo es dann da wieder fertig und schön aufgebaut steht, wie ich das hier löse. Ne, beziehungsweise kann ich es euch eher erklären. Man würde jetzt hier denken, ich setze ja die Fliesen immer im Versatz. Ich habe hier schon mal Fliesen draufgesetzt an der Stelle. Das ist aber auch die einzige Stelle und die Bootsgarage. Dass ich dann hier diese Fliesen Einer-Fliesen nehme. Das mache ich aber nicht. Ich nehme da einmal Zweier-Fliesen, weil diese einmal Einer-Fliesen, das geht gar nicht vom Preis. Also das ist der absolute Wahnsinn. Die sind um einiges teurer als die einmal Zweier-Fliesen. Und das macht für mich keinen Sinn. Ich setze dann quasi diese Wasserfliese unter die Mauer und überbaue das einfach mit der Mauer. Ich habe ja immer dazwischen dann die Noppen, das ja, ist kein Problem und es fällt nicht auf. Genau. Und jetzt baue ich mal unsere Kanalstadt weiter. Mal schauen, wie weit ich mit den Plates komme. Ich glaube, wir werden einiges schaffen. Und dann zeige ich euch dann nachher mal das Ganze, wie das mit den Fliesen aussieht. Und ja, aber ich bin schon sehr zufrieden und ja, vor allem diese ganzen Farbnuancen, das sieht schon klasse aus, meiner Meinung nach. Ich baue mal weiter. Ich baue direkt weiter, beziehungsweise ich habe hier schon ein bisschen weiter gebaut, aber vor allem habe ich hier die Verbesserungen vorgenommen. Hier habe ich, wie gesagt, es ein bisschen heller gestaltet. Dann habe ich hier vorne diesen hellen Punkt rausgenommen, um hier mehr, ja, mehr Tiefe zu haben im Wasser. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Also so viel von diesen Trans Clear habe ich jetzt echt nicht mehr. Ich werde jetzt diesen Kanal hier noch fertigstellen. Ich schätze mal, wir werden das Stück noch schaffen. Hier noch ein kleines Stück und ja, dann haben wir auch schon einen großen Teil geschafft und der Rest, der folgt dann. Genau, ich baue weiter. Ja, aus der Sache komme ich hier nicht mehr raus. Das ist der Beweis dafür. Ich habe mich dann doch mal kurz zurückgelehnt und habe meine Frau arbeiten lassen. Nein, sie hat mir gerne geholfen und ungefähr 700 bis 800 Fliesen alleine drauf gedrückt. Also vielen, vielen Dank dafür nochmal. Ja, das ist die Endvariante unseres Wassers. Aber lasst euch jetzt nicht von der Farbe ein bisschen täuschen. Und zwar ist die Beleuchtung gerade nicht an. Also ich habe alle LED-Scheinwerfer ausgemacht. Und zwar aus dem Grund, weil ich finde, so kann man besser erkennen, ja, so kann man vor allem die Wassertiefen besser erkennen, ne? Also die unterschiedlichen Nuancen im Wasser, auch da, wo immer mal wieder Steine eingebaut sind, beziehungsweise wo es einfach was tiefer ist. Ich habe jetzt extra keine Felsen oder sowas hier ins Wasser gebaut, weil das sind Kanäle. Das ist eher für mich unrealistisch, dass hier Felsen sind. Wir werden hier hinten links in der Ecke, werden wir sehr wahrscheinlich einen kleinen Berg oder eine kleine Erhebung machen, wo wir dann auch sehr wahrscheinlich Felsen in den Kanal ragen lassen oder aus dem Kanal herausragen lassen. Genau, ich mache jetzt aber mal wieder das Licht an, um euch noch mal ein paar andere Sachen zu zeigen und zu erklären. Aber ich denke, auch wenn hier nicht dieses Smaragdgrün oder dieses Türkisblau so perfekt rüberkommt wie mit Licht, kann man doch hier besser, ja vor allem auch hier in dem Kanal, die unterschiedlichen Wassertiefen sehen. So, und jetzt mal das Ganze mit Beleuchtung. Ja, jetzt könnt ihr die Wasserfarbe erkennen, also finde ich ganz gut erkennen, die ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe. Also dieses Türkisblau oder Smaragdgrün. Ich blende euch da auch mal gerade ein paar Bilder ein, beziehungsweise zwei Bilder. Die sind jetzt aus Venedig, diese Bilder. Und ja, das ist ungefähr ja diese Wasserfarbe und ich denke, die habe ich ganz gut erreicht. Man kann sogar, finde ich, jetzt mit Beleuchtung, ich habe jetzt extra diese LED-Scheinwerfer nicht direkt hier drauf gelenkt, weil dann hätten wir hier, ich zeig's mal kurz,
immer diese Reflexion und ja, dann wird es nicht so gut rüberkommen. Und man kann, finde ich, die Wassertiefen auch ganz gut hier erkennen auf den Außen, dass es da was heller ist. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Auch die Steine sind ganz gut zu erkennen. Dann habe ich, wenn ich hier runter gehe, kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, immer mal wieder zwischendurch Plates eingebaut, also in die Fliesen, um das Wasser da einfach so ein bisschen unruhiger zu gestalten. Ich habe leider keine Trans Clear Plates mehr da. Ich werde im Nachhinein, da hinten sitzt nämlich auch ein Trans Clear Plate, sehr wahrscheinlich im Nachhinein noch ein paar Trans Clear Plates einsetzen. Allgemein sind mir die Plates jetzt ausgegangen. Mein großer Wunsch war es ja eigentlich, das hier alles fertig zu bauen, aber das ist der absolute Wahnsinn. Also ich glaube, wir haben jetzt hier echt 700, 800 Fliesen eingebaut. Dementsprechend könnt ihr euch ja denken, was da an Plates noch drunter sitzt. Und ja, ich glaube, wir haben gut die Hälfte geschafft. Also ungefähr das gleiche an Plates und Fliesen kommt noch mal. Aber das bauen wir, wie gesagt, nach und nach. So kann man sich auf jeden Fall schon mal ganz gut vorstellen, was ich so, ja, was ich vorhatte, was ich vorhabe. Da werden jetzt natürlich einige Häuser noch entstehen. Hier oben machen wir natürlich keine Kanalstadt hin, da wird ja auch unser Zug fahren. Hier in die Ecke wird sehr wahrscheinlich der Bahnhof kommen. Aber mehr will ich jetzt erstmal nicht verraten. Da werde ich mal ein eigenes Update machen, wo ich euch dazu noch ein bisschen mehr verrate. Hier ist unser Hauptkanal, hier ist die Kurve, die wir dann nach rechts, wo dann der Kanal nach rechts biegen wird und weiterhin auch 12 Noppen breit bleibt. Da habe ich natürlich auch schon die ganzen Plates und so, die sind verlegt. Aber wie gesagt, alles andere ist mir ausgegangen. Nee, das stimmt nicht ganz. Ich hätte noch Fliesen, habe ich glaube ich noch genug da. Die Fliesen würden noch ausreichen für die oberste Ebene, aber die mittlere Ebene, die kriege ich nicht hin. Dann der Kanal ist jetzt auch hier. Das kann sein, dass ich da noch 4 Noppen draus mache, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe euch jetzt alles gezeigt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Allgemein eure Meinung würde mich natürlich wieder interessieren. Ja, und sonst kann ich auch nur sagen, ich wünsche euch alles Gute, macht euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Update. Ciao, ciao, euer Bricks im Kopf.